Hallo und herzlich willkommen, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mitreisenden. Heute wollen wir unsere Kühlschrank- B- und Entlüftung tauschen. Wir haben ja eine alte drin, die funktioniert nicht mehr so richtig, beziehungsweise die erfüllt nicht mehr unsere Erwartungen. Deswegen wollen wir die austauschen. Wir haben uns das Komplettset von Tools to Camp hier versorgt. Das wollen wir euch einmal zeigen, wie schnell das einzubauen geht, diese Anlage. Und wir machen natürlich auch ein Unboxing, was ist alles dabei in diesem kompletten Einbauset von Tools to Camp. Bleibt ganz einfach dran bei dem Video. Viel Spaß, bis gleich. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mitreisenden, unsere Lüftungsanlage, wie wir hier sehen können, die baut man aus. Diese erfüllt auch nicht mehr unsere Erwartungen. Natürlich geht auch hier bei dieser Anlage, so wie die verbaut ist, unsere Winterabdeckung nicht auf dieses Gitter vom Kühlschrank. Also geht die bei uns raus und wir verbauen das Komplettset von Tools to Camp. Und da machen wir jetzt ganz einfach mal ein Unboxing. Wie schaut das Ganze aus und was ist alles in diesem Set, in diesem Einbauset mit dabei? Ja, wir haben das schon mal ausgepackt. Das kam im Karton innerhalb von Abbestellung, ich glaube einen Tag war es da gewesen. Das ist jetzt die Verpackung von diesem Lüfterset. Das Ganze machen wir jetzt einmal auf und schauen mal, was alles im Lieferumfang hier enthalten ist. Jetzt steht hier drauf Doppellüfter 140 mm und für Caravan Kühlschrank. Wir sehen, es ist alles wunderbar verpackt, sturz- und beschädigungssicher. Hier haben wir jetzt eine Tüte mit Zubehör, Schrauben, Kabelbinder, eine Beschreibung, das ist hier mit dabei. Dann haben wir hier den eigentlichen Lüfter, die eigentliche Lüfteranlage. Mehr ist ja nicht dazu. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal hier an. Ich mache das jetzt mal so. Also das ist richtig gut verpackt. So, wir werden die alte Lüfteranlage auch mal daneben legen gleich, damit ihr das mal seht. So sieht das Ganze jetzt aus. Also es fällt ja die Steuereinheit weg. Der hier macht das alles automatisch. Wir haben die Halterungen hier rechts und links dran zum Festschrauben. Und dann haben wir hier ganz einfach Plus und Minus. Und hier zeigt er uns an von der Temperatur her. So, und das ist jetzt der Vorteil zu diesen Titanlüfter, die wir im Vorfeld drin haben. Die werden ja an diesem Gitter montiert, an diesem Luftgitter montiert von dem Kühlschrank. Und die montieren wir jetzt oben am Wohnmobil, oben am Holz, werden die Halterungen eingesteckt. Und das kann man dann hier, je nachdem, wie man halt das einstellt, justieren. So, hier haben wir mal unsere alten Lüfter. Die sind ja hier am Gitter montiert. Nachteil, Vibration. Das Gitter hat auch tüchtig vibriert. Ist auch durch das Gewicht und schon einmal rausgeschnappt. Da haben wir das angeklebt. Also ihr seht es auch, es hat natürlich hier auch schon mächtig gelitten. So, und jetzt legen wir die Lüftereinheit mal von Tools to Camp daneben. Das ist unsere Original-Lüfteranlage. Und jetzt die Lüfteranlage von Tools to Camp.
Und die füllt ja fast den ganzen Gitterraum hier aus. Die füllt den ganzen Gitterraum aus. So schaut es dann aus. Nochmal die alte Anlage und hier die neue Anlage. Und jetzt haben wir unsere alte Lüfteranlage abgeschraubt. Ihr seht es, das ist ein riesen Unterschied. Da bietet es sich an, auch gleich mit sauber zu machen. Das Gitter, das machen wir gleich noch mit, wenn wir das schon einmal komplett abhaben. Hier bohren wir die 2 Löcher vor für die Anbringung des Lüftergehäuses. Da bei unserem Wohnmobil oben ein wenig schräg ist, mussten wir die Halterung für die Lüfteranlage ein wenig anpassen. Wir haben Winkel genommen. Somit passt sich das Lüftergehäuse hier optimal in dem dafür vorgesehenen Lüftungsschlitz des Kühlschrankes an. Bitte verwendet auch hier zum Befestigen der Schrauben einen Schraubendreher und keinen Akkuschrauber. So, das Lüftungsgehäuse sitzt hier optimal und jetzt klemmen wir nur noch Plus und Minus hier an unserem Kabel an. Wir nehmen natürlich das Kabel von unserer alten Anlage. Ihr könnt das, wenn ihr das neu installiert, ganz einfach hier ein Plus- und Minuskabel von eurem Kühlschrank oder von einer anderen Leitung benutzen bzw. für euch ziehen. So, liebe Wohnmobilfreunde, unsere Anlage ist jetzt fertig installiert. Angeschlossen ist sie, die Anlage läuft. Wir testen die ganze Anlage einmal. Wir haben den Temperaturfühler mit den Fingern erhitzt auf 30 Grad. Somit springen die Lüfter automatisch an und hier sehen wir, wie die Anlage bei 28 Grad wieder von allein ausgeht. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, ihr habt es gesehen. Ich habe das Teil jetzt eingebaut. Ich habe jetzt gebraucht, sagen wir mal, 40 Minuten. Wir haben die alte Lüfteranlage ausgebaut, haben die neue eingebaut aus dem Karton. Ging relativ schnell. Wir haben natürlich die Winkel verändert, weil das bei uns schräg oben ist. Die Lüfter 140 mm, also wesentlich größer. Ihr habt es gesehen im Vergleich, eine tolle Geschichte. Läuft, man sieht natürlich die Temperatur jetzt auch von unten. Wenn man genau von unten guckt, ist aber nicht so schlimm. Wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Kanal, da verpasst ihr keine weiteren Videos. Und natürlich freuen wir uns auf jeden Daumen nach oben. Wenn ihr das bestellen wollt, findet ihr das im Link im Film bei Tools to Camp. Viel Spaß und wir sehen uns natürlich wie immer auf den schönsten Plätzen der Welt. Tschüss!